Ich bin im Urlaub, dieser Rechner ist am Verrecken, deswegen entschuldigt bitte die Geräusche, die der Lüfter von sich gibt. Deswegen starten wir direkt rein mit den Ad-Mentions in Mobilgeräten oder auf Mobilgeräten. Die bekommen nämlich neue Prioritäten. Das Team arbeitet ja gerade an Vertical Livestreams, das heißt, dort wird es auch zuerst ausrollen, dass ihr Ad drücken könnt, dann halt ein paar Buchstaben eingebt und dann auswählen könnt, wer von den Mitchattenden getaggt werden soll. Diese Tags werden dann natürlich genau wie auf Desktop auch dem Empfänger entsprechend gehighlightet, das heißt in einer anderen Farbe dargestellt, damit man weiß, dass man hier angesprochen wurde. Sehr, sehr gute Sache. Für Horizontal Live Chats soll das Ganze noch gebaut werden, sobald Vertical Live in einer Fassung ist, dass es ausgerollt werden kann. Da gibt es allerdings noch kein spezifisches Datum für. Gehen wir rüber zum Desktop und zwar dort in den Shorts-Feed. Da gab es einen kleinen Fehler, dass Aufrufe nicht richtig angezeigt wurden. Das wurde jetzt behoben und damit Known Issue abgehakt. Bleiben wir beim Thema Shorts und beim Thema Desktop, denn Shorts Thumbnails on Desktop werden wahrscheinlich voraussichtlich in nächster Zeit keine Rückkehr machen. Das heißt, macht euch da bitte nicht zu viele Hoffnungen. YouTube fährt hier voll die Smartphone-Schiene. Das heißt, wenn ihr Thumbnails auf euren Shorts haben wollt, müsst ihr die übers Handy hochladen. Das heißt, entweder ein Android oder iOS. Und es wird einen Texteditor für Shorts-Thumbnails geben, der halt auch mobil funktioniert. So ist angekündigt für Ende Februar bis Ende März. Das heißt, wir sind jetzt gerade im Launch-Zeitraum. Haltet da mal die Augen offen. Texteditor heißt, ihr könnt einfach einen Text nehmen und den dann praktisch über diesen Frame legen. Gehen wir weiter zum Member Giving. 2x5 Free Memberships. Das funktioniert nach wie vor nur für Accounts, die tatsächlich auch als Hauptaccount, also als Nicht-Brand-Account im YouTube-Partnerprogramm sind. Prioritized sollte das werden für dieses Quartal, wird aber definitiv nichts mehr im März, aber hier steht ein großes Fragezeichen für nächstes Quartal dran. Wir halten mal weiter die Augen offen und ich halte euch auf dem Laufenden, was das Ganze gibt. Bleiben wir bei Memberships. Targeted Member Gifting wird es in 2024 Q2 definitiv nicht geben. Dafür soll aber nächsten Monat ein weiteres Experiment launchen, bei dem es eine freie Membership für Premium-User gibt. Ne? Das hatten wir schon mal gesehen in der Form und uns gefragt, was denn eigentlich daraus geworden ist. Soll wohl jetzt weitergehen. Achtung, hier gibt es ein Gerücht dazu, dass es wohl dann so sein wird, dass man nicht jeden Monat eine freie Mitgliedschaft zur Verfügung hat, sondern nur einmalig, wenn man Premium-Nutzer wird. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Sollte das tatsächlich so sein, sollte auf jeden Fall hier in dieser experimentellen Phase Feedback gegeben werden, dass man das gerne monatlich hätte, damit YouTube hier ein starkes Signal bekommt. Gut, machen wir weiter. Bleiben wir im Bereich der Transaktionseinnahmen. Gehen wir rüber zu den Superchats. Es wird Likes auf Superchats geben. Finde ich eine ganz interessante Geschichte, sowohl für Mobile als auch Desktop. Der volle Launch dafür soll um den 20. März sein, das heißt ungefähr 2 Wochen von jetzt. Außerdem soll es Ende April ein Superchats-Update geben, wo es dann Superchat-Antworten und Threads geben soll. Wie das Ganze aussehen soll, wissen wir leider noch nicht. Ich kann es mir aber sehr, sehr interessant vorstellen und auch mal so eine, ich sag's mal, Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken und dann darüber diskutieren über einen Superchat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine interessante Geschichte ist, gerade für die Kanäle, die halt so ein bisschen in Richtung Tutorial oder Erklären unterwegs sind. Da fallen mir Motorradkanäle zum Beispiel ein, aber auch Bastelkanäle, die das vielleicht gut nutzen könnten. Gut, dann haben wir einen US-Only-Launch, beziehungsweise US-First Launch mit ein paar englischsprachigen Ländern, die dazukommen. In ungefähr 1,5 Monaten sollen YouTube Playables zurückkommen. Das heißt, wenn ihr YouTube Premium-Kunde seid, könnt ihr kostenlos irgendwelche kleinen Spiele auf YouTube spielen. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, ob man das unbedingt braucht. Was es aber auch impliziert, ist, dass ein Gerücht tatsächlich wahr ist. Denn einige Stadia-Developer, Stadia war die Crowd-Gaming-Plattform von Google, die sind jetzt bei YouTube untergekommen und arbeiten wohl an ihrem Crowdplay-Feature weiter. Crowdplay war damals eine Möglichkeit, wenn man selber Stadia-Nutzer war, über einen Livestream einem anderen Stadia-Nutzer beizutreten. Und diese Schnittstelle soll wohl weiter aufgebohrt werden und daran soll weitergearbeitet werden, dass man jetzt Ende 2024 ich sag jetzt mal, das ist jetzt die Vision für dieses Produkt, einen Button hat in einem Livestream, über den man Spiele kaufen kann, downloaden kann und beitreten kann. Wichtig dabei soll es sein, dass man eine entsprechende Third Party zu YouTube
connected. Das heißt, aktuell gibt es da zum Beispiel Epic Games und Battle.net, die in Frage kommen, meines Erachtens nach. Alles nur Gerücht, ne? Aber diese Schnittstelle zu den beiden Accounts gibt es bereits. Und das soll heißen, ihr könnt dann im Endeffekt einen Button klicken, kauft das über Battle.net oder über Epic Games, downloadet das Spiel und könnt dann dem Streamer entsprechend joinen, beziehungsweise der Streamerin. Was hier sehr, sehr interessant sein soll in dieser Vision, ist tatsächlich auch von Affiliate Keys die Rede. Soll heißen, wenn wir uns das Ökosystem in dem Bereich YouTube Gaming, YouTube Live mal ein wenig anschauen, wissen wir, dass Epic Games sogenannte Creator Codes anbietet, die genau so etwas sind. Das heißt, eine Umsatzbeteiligung, eine Affiliation, wenn man Keys verkauft. Und deswegen ist Epic Games hier tatsächlich der stärkste Partner, den wir uns hier vorstellen können. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die gerade Gaming Creator hier im Auge behalten sollten. Gut, das wäre es auch schon für heute gewesen. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten Kanal abonnieren, damit ihr keine Updates mehr verpasst. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder aus dem normalen Studio mit einem Rechner, der nicht am Verrecken ist. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haut rein.